Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal FreezyLP. Ich stelle euch heute den Zugteil der Mod Create vor, und zwar wie ihr euren ersten Zug selbst bauen könnt, was ihr dafür braucht, und damit fangen wir auch direkt an. Und zwar, für euren ersten Zug in der Create Mod benötigt ihr erstmal natürlich Schienen, weil ein Zug soll auf Schienen fahren. Dementsprechend benötigt ihr für diese Schiene eine bestimmte Länge, je nachdem wie lang euer Zug sein soll. Dann braucht ihr die Train Station, also den Bahnhof, womit ihr einen neuen Zug überhaupt erst erstellen könnt. Dann für den Zug braucht ihr Train Casings, Train Controls, um die Richtung zu bestimmen, in die ihr fahrt, beziehungsweise eben um den Zug dann steuern zu können. Ihr braucht irgendeinen beliebigen Block, um das Gerüst eures Zuges zu bauen. Ihr benötigt einen Sitz, damit ihr selbst sitzen könnt, weil ansonsten werdet ihr womöglich bei hohen Geschwindigkeiten aus dem Zug geworfen oder durch den Zug geworfen. Und natürlich, um das Ganze zusammenzuhalten, benötigt ihr Klebstoff, also Superglue. Wir nehmen uns mal die ganzen Sachen mit. Train Tracks, Train Station. Das und auch den Superglue. Und dann gehen wir einmal durch den sehr schön platzierten Weg hier zu unserer kleinen Teststation. Unsere Teststation ist hier vorne. Wir haben hier ein Gleis mit ein bisschen Beton unten drunter und einem Prellbock. Der ist nicht in Create verfügbar. Wenn ihr so einen Prellbock haben wollt, müsst ihr euch, wie ihr oben lesen könnt, die Mod Create Steam Rails herunterladen. Eine sehr empfehlenswerte Mod für alle Leute, die gerne Züge bauen. Dann bekommt ihr neue Zugschienen, beziehungsweise ich stelle euch gerne die Mod nochmal in einem anderen Video vor. Okay, ihr habt eure Zugschiene, darauf habt ihr eure Train Station. Dann drückt ihr hier unten auf Create New Train. Was dann passiert ist, ihr bekommt ein blaues Feld auf einer der Schienen. Das ist immer eins hinter der Train Station. Also hier vorne ist die Train Station drauf platziert. Und ein Block dahinter erscheint das blaue Feld, wo ihr einen Zug anfangen könnt zu bauen. Dann könnt ihr mit eurem Train Casing herkommen, könnt hierauf platzieren und dann erscheint euer Drehgestell auf der Schiene. Dasselbe könnt ihr auch mit der leeren Hand machen. Da erscheint auch eins. Wenn ihr nochmal rechts auf dieselbe Stelle drückt, die jetzt übrigens grün ist, weil ein Drehgestell sich auf dieser Schiene befindet, könnt ihr den Typ des Drehgestells ändern, zum Beispiel zu einem großen Rad oder zu zwei kleineren Rädern. Was wir jetzt machen können ist, wir können ein zweites erstellen. Jetzt haben wir zwei Drehgestelle, es müssen aber auch nicht zwei sein, ihr könnt auch mit einem arbeiten. Zum Beispiel platziere ich mal ein zweites hier hin. Und dann bauen wir aus dem beliebigen Block unserer Wahl einen kleinen Rahmen. Das müssen wir ebenfalls nicht machen, aber ich mache es aus der Schönheit her. So, als nächstes brauchen wir die Train Controls. Die können wir beliebig wohin stellen. Dann einen Sitz. So, wenn wir das alles gemacht haben, würde unser Zug sogar schon funktionieren. Dann brauchen wir nur noch den Klebstoff, um alles zusammenzukleben. Und schon haben wir unseren ersten funktionierenden Zug gebaut. Was wir jetzt machen ist, wenn wir diesen Zug zusammengeklebt haben und gucken, dass alles vollständig verklebt ist, gehen wir zu unserer Train Station, klicken Rechtsklick auf diese und drücken auf Assemble Train. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Zug wirklich erkannt wurde, könnt ihr hier oben gucken. Dort müsste die Anzahl der Drehgestelle stehen, die euer Zug hat. In dem Fall 2 Bogies und der Zug hat genau 2 Bogies. Das heißt, wir können auf Assemble Train drücken. Unser Zug ist jetzt, mit dem Achievement, was wir auch sehen, Assemble Your First Train, ist unser Zug jetzt zu einem Entity geworden, welches als Zug funktionieren kann. Das seht ihr auch daran, dass jetzt hier kleine Hebel aus den Train Controls herausgucken. Jetzt können wir uns hinsetzen, Rechtsklick hier drauf drücken. In unserem Falle können wir jetzt hier nach hinten fahren mit S und mit W nach vorne. Wenn wir jetzt wieder zum Bahnhof zurück wollen, müssen wir nur die Leertaste drücken, wenn wir dieses Feld hier unten sehen. Hold Space to approach Track Station. Dann halten wir Leertaste gedrückt und der Zug fährt automatisch so zur Track Station, dass er wieder angedockt ist. Das erkennen wir auch an der kleinen roten Fahne, die ausgefahren ist, dass dieser Zug jetzt hier angehalten ist. Und dann können wir hier den Zug oben sehen, können auch das Symbol unseres Zuges verändern. Zum Beispiel, wenn wir einen Dampflok haben, können wir schon mal einen Dampflok einfügen. Wenn wir ein E-Fahrzeug haben oder ein
zum Beispiel ein ICE, wenn wir ein ICE gebaut haben, könnten wir dieses Hochgeschwindigkeitssymbol wählen. Ansonsten können wir hier unten den Namen unseres Zuges ändern. Wir können unseren Namen jetzt in Zug 1 ändern zum Beispiel und damit Enter bestätigen. Und hier unten können wir auch, wenn wir jetzt Türen auf unserem Zug hätten, was ich ja mal kurz machen kann, dann können wir diesen Zug einmal disassemblen. Jetzt können wir wieder bauen auf dem Zug und können eine Tür hinzufügen. Zum Beispiel eine Train Door. Ja, wir können diese Tür hier oben hinbauen. Und sagen jetzt, unser Zug hat hier seine Fahrerkabine. So, und dann, wenn ich jetzt nochmal hier drauf drücke, den Zug erstmal zusammenklebe und dann hier unten drauf drücke, wird der Zug assembled und die Türen öffnen sich auf beiden Seiten, weil hier unten steht Open All, also alle Türen werden geöffnet. Und so könnt ihr zum Beispiel an Bahnsteigen auch die Seite öffnen, mit der euer Zug die Türen öffnen soll. Dann, wenn der Zug abfährt, schließen sich die Türen automatisch, weil eine geöffnete Tür bei der Fahrt ist nicht ganz so sinnvoll. So, jetzt sind wir wieder angekommen und die Tür öffnet sich automatisch. Jetzt wisst ihr, wie ihr euren ersten Zug mit der Create-Mod bauen könnt. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt diese gerne in den Kommentaren und ich antworte darauf entweder in einem weiteren Video oder schreibe es euch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß mit eurem ersten Zug.